Hallo aus Malta und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Inselland ist zwar nicht besonders groß, hat aber unglaublich viel zu bieten. Welche Sehenswürdigkeiten und Top-Orte ihr unbedingt erkunden solltet, das erzähle ich euch jetzt. Moment, dies ist keines dieser langweiligen Top Things to Do in Videos, die man sich nur anschaut, um die besten Informationen rauszuziehen, und das war's dann. Das Videomaterial zu den Top-Attraktionen auf Malta ist entstanden, bevor ich die Idee zu meiner neuen Videoserie in 5 Minuten um die Welt hatte. Und da ich kein großer Fan vom Löschen oder Verschwenden von bereits entstandenem Videomaterial bin, gibt es nun eben trotzdem ein Video zu den Top-Attraktionen auf Malta, aber in einem etwas anderen Format. Ihr habt jetzt also zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch entweder dieses Video trotzdem anschauen, wenn ihr auf der Suche nach einem Reiseguide-Video seid, und mir einfach nur ein Like hinterlassen als kleines Dankeschön, wenn euch die Information weitergeholfen hat. Aber eigentlich hoffe ich natürlich, dass ich euer Interesse geweckt habe und ihr euch nun den Trailer zu meiner neuen Videoserie in 5 Minuten um die Welt anschaut und anschließend diesen Kanal abonniert. In jedem Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den schönsten Orten auf Malta. Wir beginnen unseren Sightseeing-Rundgang in Valletta, der alten Hauptstadt Maltas, die im Südosten des Landes liegt. Und abgesehen von einigen tollen Museen und alten Kirchen, sollte man sich hier auf jeden Fall die oberen und unten Baraka-Gärten anschauen. Wie in jeder europäischen Großstadt lohnt es sich aber auch auf jeden Fall, einfach ein bisschen Zeit mitzubringen und durch die Gassen zu wandern. So entdeckt man auch die süßesten Cafés, tollsten Restaurants und Ecken der Stadt, die man auf keinen Fall im Reiseführer findet. Dieser Fischmarkt ist der größte und auch wichtigste Fischmarkt auf ganz Malta, denn ein Großteil aller auf der Insel gehandelten Meeresfrüchte wird von Fischern gefangen, die hier in diesem Dorf leben. Wir haben jetzt eine riesen Tüte super frischen Fisch gekauft, 4 Riesengarnelen und einen lokalen Fisch direkt hier aus dem Meer. Wir haben dafür weniger als 10 Euro bezahlt. Und ja, wenn euer Aufenthalt hier auf Malta auf einen Sonntag fällt, dann müsst ihr auf jeden Fall euch diesen Fischmarkt anschauen. Eine der Top-Sehenswürdigkeiten hier auf Malta ist die Medina, eine bewallte Festungsanlage aus dem 8. Jahrhundert. Und der Eintritt hier ist frei, also man kann hier wirklich stundenlang einfach herumlaufen und sich die Festung anschauen. Es könnte sogar sein, dass einige von euch das Innere dieser Festung aus Game of Thrones wiedererkennen, denn ein Teil dieser Serie wurde hier gedreht. Besonders beliebt unter Touristen ist auch die Insel Gozo im Norden des Landes, und das aus gutem Grund, denn abgesehen von einigen uralten Kirchen gibt es hier auch beeindruckende Steilküsten und andere natürliche Felsformationen, die sich toll fotografieren lassen, aber natürlich auch so sehenswert sind. Gozo ist noch kleiner als Malta selbst und eignet sich daher auch perfekt als Tagesausflugsziel von der Hauptinsel. Die Dingley-Steilküste im Westen der Insel ist außerdem besonders attraktiv für Landschaftsfotografen. Und da ich so einen 24/7 um mich habe, nehmen wir heute hier auch noch einen der spektakulären Sonnenuntergänge mit. Okay, das waren meine Top-Sehenswürdigkeiten hier aus Malta, die ihr in wenigen Tagen erkunden könnt und für die ihr nicht unbedingt ein Auto braucht. Wenn ihr noch Fragen zu dem einen oder anderen Ort habt, dann hinterlasst mir die gerne unter diesem Video. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir den einen oder anderen Like, also Thumbs Up, hinterlasst und diesen Kanal abonniert, denn dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Auch dürft ihr euch gerne in meine anderen Malta-Videos stürzen, denn dort erfahrt ihr, warum ihr dieses Land gerade im Winter bereisen solltet. Und außerdem die Top-Fotospots, wie diesen hier. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss aus Malta.